Viele von euch sind im Kampf gegen Umweltzerstörung und Klimawandel bereits aktiv. Dem Planeten geht's nicht besonders gut. Darunter leiden auch die Menschen. Die Rodung wichtiger Regenwälder, eine rasant wachsende Bevölkerung, Hungersnöte durch Dürre in Gebieten Afrikas oder Asiens. Aber in Mitteleuropa ist die Welt noch in Ordnung. Oder? In Mitteleuropa sind die meisten Menschen gut mit Nahrung versorgt. So gut, dass es schon wieder schlecht ist. Beispiel Deutschland. Hier verzehrt statistisch gesehen jeder 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr. Ein Überkonsum, der nicht gesund ist und im schlimmsten Fall zu Krankheiten wie Bluthochdruck, Herzinfarkt oder Diabetes führt. Doch das sind Luxusprobleme im Vergleich zum Leid und dem Ressourcenverbrauch in der hiesigen Massentierhaltung. Jährlich werden in Deutschland 27 Millionen Schweine in riesigen Stallanlagen gemästet. Auf diese Weise nämlich wird unser Überkonsum erst möglich. Enge und Stress für die Tiere, regelmäßige Medikamentengabe, um in dieser Haltungsform auftretende Krankheiten zu verhindern, genmanipulierter Sojaschrot als eintöniges Futter. Nach nur 7 Monaten gehen die Schweine zum Transport, werden geschlachtet, portioniert und gelangen von dort in den Handel. Die Folgen spürt auch der Mensch. Die Medikamente, die den Tieren verabreicht werden, gelangen auf Umwegen in unsere Nahrung, ihre Ausscheidungen in unsere Umwelt. 200 Millionen Tonnen Gülle pro Jahr belasten den Boden und das Grundwasser, das aufwendig gereinigt werden muss. So wird auch unser Trinkwasser teurer. Und für den Anbau des Sojafutters wurden allein in Brasilien in den letzten 15 Jahren gut 180.000 Quadratkilometer Regenwald gerodet. Das entspricht der halben Fläche Deutschlands. Das hält kein Schwein aus. Und wir auf Dauer ebenso wenig. Derart erzeugte Schnitzel zerstören den Planeten und uns. Seit der Steinzeit lebt das Schwein mit uns als Nahrungslieferant. Als Allesfresser ist es uns körperlich sehr ähnlich. Ebenso wenig wie wir will es sich nur von Pflanzenbrei ernähren. Schweine wollen herumlaufen, wühlen und nach Leckerbissen wie Kleintieren und Früchten suchen. Weil sie wirklich fast alles fressen, könnte man 2/3 des Sojaanbaus einsparen. Alternative Futtermittel wie Erbsen, Ackerbohnen oder Raps sind ebenso nahrhaft und nur ein wenig teurer. Sicher, Schnitzel aus glücklichen, gesunden Schweinen wären keine Billigware mehr. Aber wie schon die alten Mediziner sagten, die Dosis macht das Gift. Diesem Motto folgend entwickelte ein Team aus internationalen Biologen und Ärzten die planetarische Gesundheitsdiät. Täglich viel Gemüse und Getreide, Milchprodukte, Nüsse, aber auch ausreichend Fleisch. Eigentlich ist es einfach. Wir retten den Planeten, wenn wir bewusster hinschauen. Auf uns und auf alle Lebewesen.